Nach der fünfzackigen Sternenbox folgerichtig jetzt die sechszackige Sternenbox. In meiner Reihe 24 Boxen für Adventskalender haben wir bereits 13 Boxen gesehen und heute gibt es die 14. Bleib dran und sei gespannt. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ich bin unabhängige Stampin' Up Demonstratorin. Du hast richtig gehört, bei meiner Reihe sind wir schon bei Box 14 angelangt. Insgesamt gibt es 24 Boxen für Adventskalender. Alle verschieden, alle gebastelt aus einem Designerpapier, aus einem Paket. Du kannst entweder alle 24 verschiedenen Boxen basteln. Hatten wir es schon wieder, glaube ich. Hatten wir letztens schon mal. Oder du bastelst eine Box, die dir am besten gefällt, 24 Mal. Da gibt es nur 2 Ausnahmen, bei denen musst du etwas mit dem Papier variieren. Ansonsten bekommst du alles aus dem Designerpapierpaket mit etwas Farbkarton. Heute der sechszackige Stern und der ist natürlich ähnlich wie der fünfzackige Stern aus einem Fünfeck ist, aus einem Sechseck. Ich habe das schon mal vorbereitet, gefaltet, wie das geht. Falls dich das interessiert, falls du das nicht weißt, schreib mir das, dann zeige ich da demnächst mal eine kurze Anleitung, wie ich ein Sechseck falte. Ein Fünfeck habe ich ja schon verlinkt. Okay, 2 Sechsecke habe ich zugeschnitten. Kleine Faltmathematik. Wenn ich ein Sechseck falte mit einem Quadrat aus 21 cm, dann sind die Kanten die Hälfte, nämlich 10,5. Und so ähnlich ist das, wenn ich eins falte für die Grundform aus 6 x 6 Inch, also 15,2 cm, dann ist meine Seitenlänge sind dann 3 Inch. Und das ist die Größe für mein Sechseck, was ich gefaltet habe. Ich brauche 2 Stück davon. Nun könnte ich für das Ganze alles komplett falten. Da ich aber weiß, ich habe eine Innenseite und eine Außenseite, die Innenseite sieht man nicht, ziehe ich da jetzt mal ein paar Hilfslinien. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich dir. In diesem Fall, anders als beim Fünfeck, brauchen wir 2 gleich große Sechsecke. Ich ziehe mir jetzt Hilfslinien mit dem Bleistift auf die Seite, die innen ist, und das ist diese, von den gegenüberliegenden Ecken. Einfach durch die Mitte und so ermittle ich mir den Mittelpunkt. Das sind im Ganzen bei 6 Ecken 3 Linien. Und wenn da in der Mitte dann alle 3 Linien auf einen Punkt zusammentreffen, dann weißt du, du hast richtig konstruiert. Und das ist hier so und deswegen kann ich jetzt falten. Und zwar falte ich jetzt immer, hier ist meine Linie eingezeichnet, die gegenüberliegenden Seiten direkt an die Linie. 3 Ecken an die Mittellinie. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ich zu dieser Linie komme, aber ich mache das jetzt mal so. Und gleich die andere Seite, weil ich hier einmal nach unten gefaltet habe, falte ich deckungsgleich ran. Falte wieder auf, die nächste Mittellinie nehme ich mir, falte hier genau an die Mitte, falls gut ziehen, umdrehen, gegenüberliegend, genau an die Mitte. Einmal müssen wir noch, und das ist diese hier, Mitte, und die andere Seite ebenfalls an die Mitte. So, und dann haben wir alle Linien fertig und es entsteht ein Stern. Ich falte den jetzt mal so ein bisschen, wie sich das ja so ergibt. Alle Falzlinien ordentlich gefalzt. Dann siehst du hier 6 Zacken. Genau. So, und das habe ich mit dem anderen Papier auch schon gemacht. Und da habe ich schon 5 Klebeflächen aufgetragen. Eine nicht. Die markieren wir uns hier mal so ein bisschen. Moment. Oder auch nicht noch versehentlich aufkleben. Das wird nachher unsere Öffnung. Und hier ist die Öffnung. So können wir es öffnen und wieder reindrücken und schließen. Jo, und dann geht's los. Also, ich habe hier wirklich aufgetragen, wieder mal Sparfuchs, kennst du ja schon, nicht direkt an diese Kante, wo ich klebe, sondern in die Mitte. Warum? Weil es drückt sich ja flach und dann hält das. Du musst also nicht direkt ganz sauber die Kante kleben, sondern ich habe diese Klebelinie, wie gesagt, in die Mitte. Jetzt entstehen hier so Vierecke, ich würde sagen, das sind Rauten. Und diese Rauten kleben wir deckungsgleich gegeneinander. Bei der ersten ist es ja noch eine ganz klare Sache.
Mal mit der Schutzfolie abziehen, da ist es. Schutzfolie ist abgezogen. Jetzt habe ich hier die Raute und schiebe sie mit der anderen deckungsgleich genau gegenüber aufeinander. So, die erste Raute sitzt. Super geworden und du kannst es dir schon vorstellen, bei der nächsten Raute können wir das nicht mehr so machen. Da drücken wir jetzt einfach von links nach rechts. Okay, Falzlinien sitzen. Ich ziehe meine Klebefläche ab und schiebe jetzt beide Teile übereinander. Da ist die Spitze, die muss dort aufsitzen. Die Kante muss gut sitzen. Dann halte ich es hier unten fest und drücke innen gegen und schon klebt es. Nächste Ecke. Erst einmal trocken, ob die Sache auch funktioniert. Sie wird funktionieren. Manchmal sind es so kleine Millimeter, ist auch schön. Also manchmal ist hier ein Millimeter nicht ganz exakt. Das kennst du schon bei mir, das mit dem Gucken. Das Problem hast du ja nicht so, hoffe ich. So, nächste Raute. 2 Rauten haben wir noch. Abziehen und wieder die nächste Raute deckungsgleich aufeinander legen und innen gegendrücken. Passt das. Und mit der letzten, und du hast es nicht geglaubt, jetzt mache ich hier mal meine Schlinge raus. Dieses Teil geht praktisch so gut wie von selbst. Ich muss noch den Finger reinbiegen hier. Warte. Ja, ich brauche ja schon über meine kleinen Millimeter, die manchmal nicht genau passen, aber es passt. Diese Ecke drücke ich rein, diese Ecke drücke ich drauf. Da kann ich mir jetzt entweder einen Magneten anbringen oder ein Fädchen oder ich lasse es so. Jo, wie ich den Stern später aufhänge, wird am Ende gezeigt. Jetzt wird er noch schnell dekoriert. Und zwar nur ein kleines bisschen, weil du weißt ja schon, der Rest kommt zum Schluss. Jetzt sag mal ehrlich, war wieder keine Zauberei. Welcher ist leichter? Der fünfeckige oder der sechseckige? Was würdest du sagen? Während ich hier mit Kleber rumschmiere, kannst du ja mal schreiben. Doppelseitiges Abstandsklebeband und hier werden am Ende wahrscheinlich Zahlen draufgesetzt. Sehen, ob die Nummer 14 wird. Schauen wir mal. So, und das mittel ich einfach noch mal ein bisschen aus. Du weißt ja schon, das wird nicht mehr passend, aber es passt. Und fertig ist mein 5. Quatsch, mein 5-zackiger wäre das. Mein 6-zackiger Stern. Ja, hast du gedacht, dass das so schnell geht? Ich nicht. Okay, das war's. Ich hoffe, dir hat mein Projekt heute gefallen. Dann gib mir gerne einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Klicke einfach auf die Glocke neben dem Abo-Button. Dann verpasst du keine meiner weiteren Anleitungen. Jo, auf meinem Kanal gibt es noch weitere Anleitungen für Schachteln, Karten, Alben, Stempeltechniken, sogar Upcycling kannst du finden. Such einfach mal, schau, frag mich. Und hier auch geht es gleich weiter mit einem der nächsten Videos. Vergiss das Gewinnspiel nicht zum Adventskalender mit den 24 Boxen. Du kannst ihn nämlich gewinnen, einen leeren Adventskalender, um selbst zu befüllen mit all den Boxen, die ich hier gezeigt habe. Jo, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf und bleib einfach dran und schau dir das nächste Video an. Bis denn, deine Angela von der Stempelfamilie.